Machen Sie sich bereit für eine Entdeckungstour. Ich bin etwas aufgeregt. Je suis un peu surexcité, Dominique. Oui, tranquille, tranquille. Tranquille, okay. Voilà. Allez. Ich freue mich. Allez, c'est parti. Ich freue mich auf ein schönes Abenteuer jetzt hier in den Ardennen. Auf geht's. Bon voyage. We fly. Yes. Es ist ein Gefühl von Freiheit. Wahnsinn. Wir überfliegen eine Region, die gefühlt nur einen Katzensprung entfernt liegt und wirklich spannende Reiseziele verspricht. In den Ardennen trifft wilde Natur auf bewegte Geschichte. Die Region lockt mit Outdoor-Abenteuern. Mal Entspannung pur und auch mal Nervenkitzel. Ihre Städte bieten außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Voilà. Und kulturelle Highlights der ganz besonderen Art. This is so cool, man. Die Geschichte der Ardennen lädt zu faszinierenden Zeitreisen ein. Von der kriegsgeprägten jüngeren Vergangenheit bis tief hinein ins Mittelalter. Da unten fließt die Ucht. Es gibt sehr viele Bäume, wie du siehst. Je weiter man in den Süden der Ardennen kommt, desto dichter werden die Wälder. Es ist so ein schönes Gefühl, mit Dominik hier über die Region zu fliegen. Und ehrlich gesagt, es sieht ziemlich genauso aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist grün, viel Wald, wilde Natur, Burgen und Schlösser. Ich glaube, es wird eine richtig schöne Reise. Bienvenue en Ardennes! Die Ardennen sind ein Waldgebirge, das sich über 3 Länder erstreckt. Belgien, Luxemburg und Frankreich. Im Tal der Ourthe wartet ein Outdoor-Abenteuer auf uns. Es geht tief hinein in die Wälder und aufs Wasser. Wir machen einen kulinarischen Zwischenstopp in Namur und folgen dann der Maas über die Nant nach Süden. Rund um Sedan begeben wir uns auf eine historische Zeitreise. Was fühlst du, wenn du an die Ardennen denkst? Ich fühle eine große Lebendigkeit, die Gastfreundschaft der Menschen, die Schönheit der Landschaft, die idyllischen Täler, die bewaldeten Hügel, die Wiesen, das Wild, die Kühe. Ah, Kühe auch. Viele Kühe, viele Milchkühe, genau das. Und Freiheit, oder? Ja, viel Freiheit. Schau, wir haben den Himmel ganz für uns allein. Das ist verrückt. Schau, hier ist sonst nichts. Nur Wald, viel Luft. Und wir. Ah, c'est génial. Wunderbar. Wunderbar. Wir machen eine kleine Spezialvorführung. Eine Spezialvorführung für Ramon. Wow, Dominique! Parfait! Voilà. Quelle Aventure! Quelle aventure. Ey, was für ein Abenteuer. Ich glaube, so schön hat noch keine meiner Reisen gestartet. Jetzt haben wir die Ardennen von oben gesehen im Sonnenuntergang. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig drauf, die Region hier zu entdecken. Die wilde Natur und die ganz besondere Geschichte dieser Region.
Merci, Dominique. Merci Ramon, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Arduina, die keltische Göttin des Waldes, ist Namenspatronin der Ardennen. Ihre Heimat ein mystisches Waldgebirge voller Legenden. In diese magische Natur tauchen wir ein. Mit Julian, einem Outdoor-Guide. Es wird ein spezielles Abenteuer. Was wir dafür brauchen, verbirgt sich in unseren Rucksäcken. Julian, wo gehen wir hin? Eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Einer der atemberaubendsten Aussichtspunkte, die wir in Belgien haben. In Belgium. Okay. Klingt ja direkt nach einem Highlight gleich zu Beginn. Wir befinden uns in einer Gegend, die Le Héroux genannt wird. Sie liegt in einem Naturschutzgebiet entlang des Flusses Ourthe. Ich möchte dir zeigen, dass Belgien nicht nur flaches Land ist. In den Ardennen gibt es sehr beeindruckende Felsen. Rolling hills that you can see here. Man muss hier schon sportlich sein, oder? Yeah, exactly. Genau, das ist ein tolles Erlebnis für Wanderfans. For hiking lovers. Wow. What a great view. Yeah, it's just breathtaking. Das ist der Fluss Ourthe. Exactly. So, Ja, hier siehst du die Flusswindungen. Wir wandern hinunter, um den Wasserstand zu checken. Er schwankt je nach Jahreszeit. Wir müssen sehen, ob wir hier aufs Packraft wechseln können. Packraft. Wir haben hier Boote drin. Genau, klein genug, um in den Rucksack zu passen. Ja, er ist nicht besonders schwer. Ja, perfekt für Outdoor-Fans, um abgelegene Gebiete über Flüsse und Seen zu erreichen. Alright. We go Sehr further. gespannt. We go further. Yeah, great. Wow. Wow, man, it's rough. Exactly. Breathtaking. Yes. Der Julian sagt die ganze Zeit, das ist breathtaking. Und er hat recht. Es ist wirklich eine atemberaubende Kulisse hier. Mit den schroffen Felsen, der schönen Landschaft, den weiten Blicken. Man darf nur keine Angst haben, hier zu wandern. Man muss schon sportlich sein. Mann, das ist richtiges Klettern hier. Ja, die schöne Aussicht musst du dir verdienen. Breathtaking view. You have to climb. Yes. Wow. I like to get up early and arrive here. Ich stehe gern früh auf und komme um 5 Uhr morgens mit einer Tasse Kaffee hierher. Du kannst dann den Nebel beobachten, wie er über die Bäume zieht. Eine sagenumwobene Landschaft mit dichten Wäldern, dem Fluss, den Klippen, den Felsen. Alles ganz pur hier. Einer der ikonischsten Orte in Belgien. Deshalb sind die Ardennen wirklich beeindruckend. Es ist der Ort, an dem ich Frieden finde und meine Batterien wieder auflade. Es hat so einen mystischen Touch. Ja, genau. Wenn man den Nebel sieht, kann man sich vorstellen, dass das Land schon viele Kulturen fasziniert hat. Die Natur hat Legenden inspiriert. Und man sagt hier oft, dass unter jedem Stein eine Sage verborgen liegt. Das möchte ich mit den Leuten teilen. Thank you so much. A pleasure.
careful because Sei vorsichtig, es wird felsig. Oh, Julian, was machst du mit mir? Wow. Ein richtiges Abenteuer. Ja, das ist ein richtiges Abenteuer. Genau. Die Natur so zu erleben, ist beeindruckend. Man muss hier immer wechseln zwischen am Seil packen und der Spinnentechnik. In Germany we say nichts für schwache Nerven. So, jetzt sind wir an der Urt. Danke, das ist erfrischend. Das Urtal ist wirklich eine bezaubernde Gegend. Wow. Vegetation, soweit das Auge reicht. Yes. Aber schau, ich glaube nicht. Ja, der Wasserstand schwankt entsprechend der Jahreszeit. Er ist zu niedrig, um Packraften zu gehen. Weil wir mit dem Boot stecken bleiben würden? Ganz genau. Das ist schade, denn eigentlich ist die Ourthe einer der wasserreichsten Flüsse der Ardennen. Aber es gibt einen Plan B. Wir wandern weiter flussaufwärts. Unser Ziel ist ein Stausee. Dort sollte der Pegel fürs Packraften hoch genug sein. Wow. In Germany we call that Dinster? yes. Ja, du weißt das? Yeah, I know. Ja, auf Französisch sagen wir Genet. Genet in French. In French, okay. Ah, nice. Yeah. Das sieht beeindruckend aus. Das ist der See. Ist das ein See oder ein Fluss? Es ist vieles zugleich. Vor allem ist es ein Ort, an dem die östliche und die westliche Ourthe zusammenfließen. Ein stiller, kraftvoller Ort und irgendwie magisch. Er hat zwei Künstler zu einer Skulptur inspiriert. Sie soll der besonderen Bedeutung dieses Ortes Ausdruck verleihen. Die Skulptur Avolare markiert den Zusammenfluss der beiden Quellflüsse der Ourthe. Okay. Außerdem stellt sie den Bug eines Schiffes dar, was die Stärke und Energie dieses Ortes symbolisiert. Wir werden mit dem Packraft in diese Richtung paddeln. Sieht vielversprechend aus. Aber zuerst machen wir ein kleines Päuschen. Ah, over there. Yeah. Bon Appetit. Thanks. Dankeschön. Ey, du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen. Ich habe Deutsch gelernt in der Schule. Ja, okay. Und eine Part of meiner Familie kommt aus Deutschland, Ah ja, in der Nähe von Saarbrücken. okay. Meine Großmutter die Mutter von meiner Mutter Ja, leben hier. ja. Ah, ich bin nur so flüssig auf Deutsch. Es ist besser, auf Englisch zu Yeah, sprechen. we can talk in English. Ja, ja. Aber das ist interessant. Warst du denn schon in Deutschland? Also, Yeah, in fact, Ich war schon oft in Deutschland. I've been a lot of time in Germany. Zwei meiner Lieblingsziele sind das Allgäu und der Schwarzwald. Orte, die ich in meiner Kindheit mit meinen Eltern oft besucht habe. Ich habe das Gefühl, vor einigen Jahrzehnten wäre es für Deutsche nicht so selbstverständlich gewesen, in die Ardennen zu kommen. Glaubst du, es gibt immer noch irgendwelche Bedenken? Issues or I don't think so, in fact, because Ich glaube nicht. Wir teilen alle die gleichen Werte auf demselben Kontinent. Die Landschaften überschreiten einfach die Grenzen. Und es ist an der Zeit, sich zusammenzufinden und einen interkulturellen Dialog zu führen. Das ist das Beste, was wir machen können. Yeah, I think this is the most important thing we can have. Schöne Worte. Auf die Zukunft. Auf die Zukunft. So, are you ready to go on the lake with the backraft? Yeah, of course. Zuerst müssen wir die Boote startklar machen. Die Frage ist nur, wie? Try to capture air. Versuch Luft einzufangen.
Dann schnell schließen und die Luft ins Packraft pressen. Inside the backraft. Perfekt, yeah, thank you. Das ist eine sehr coole Taktik. Great. Hey, wie lange dauert das? It takes a few minutes. Ein paar Minuten. Es hängt davon ab, wer es macht. Yeah, it pumps. Exactly. If you want to go faster, Wenn du schneller sein willst, können wir auch die Elektropumpe benutzen. Na klar, du hast eine elektrische. Die hast du schon die ganze Zeit dabei, ne? Aber du lässt mich hier schön die Luft einfangen. Also, mal sehen, wer schneller ist. Jetzt bin ich stolz, jetzt will ich das auch so erledigen. Alright. Auf geht's, auf die Urt. sit now. Great. Okay. Please, Thank you. I'm going to join you. Okay, thank you very much. Hat ja gerade so geklappt. Yeah, perfect. Nice. Es ist sehr empfindlich. Es reagiert direkt. It is impossible to. Es ist unmöglich, über Bord zu gehen und zu kentern. Unmöglich? It's impossible. Ja, Ist es so stabil? It's so stable and wenn du über Bord gehst, dann nur, weil du es darauf anlegst. Eigentlich bin ich jetzt froh, dass wir nicht auf dem Fluss, sondern auf dem See sind, weil es hier so friedlich und so ruhig ist. Yeah, that's why. Deshalb gefällt mir diese Landschaft ganz besonders. Yeah. You have greenery Die here. grünen Hügel und die Blumen im Frühling. You can see the flowers. Wie auf einem schönen Gemälde. There is like a beautiful painting. Und wir befinden uns mitten im Nirgendwo. Yeah, it's, Einfach zum Genießen. yeah, absolutely. You know what is it? Weißt du, was man auf dem See auch noch kann? Find a place Ein Bier trinken. Ein Bier trinken auf dem Boot. On the boat. on the boat. Auf dem Boot. I know the sound. Cheers. Thank you for this great start for our journey. Prost. Prost. Santé. Nach so viel Natur stürzen wir uns ins Stadtleben. Es geht an den nördlichen Rand der Ardennen, nach Namur. Und es wird kulinarisch. Die Hauptstadt der belgischen Region Wallonie hat rund 110.000 Einwohner und liegt am Zusammenfluss von Maas und Sambre. Sie gilt als Genusshochburg. Wir haben ein Rendezvous mit einer Frau, die uns diese Genüsse näher bringen will, und sind auf der Zitadelle verabredet. Bei der goldenen Schildkröte, ein Wahrzeichen Namurs. Der Künstler nannte sein Werk Die Suche nach Utopia. Klingt nach einem guten Treffpunkt. Hey, bonjour Valérie. Bonjour Ramon. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue à Namur. Bienvenue. In Belgien, das ist nur ein Kuss. Ein Kuss? Ja. Oh. Für die Festen machen wir 3, aber nur für die Festen. Für Aha. neues Jahr, Geburtstag, aber jeden Tag, das ist nur ein Kuss. Okay. Erste Lektion gelernt. Bist du aus Namur? Ich bin Französin, aber ich bin in Liebe mit Namur. Ich habe einen Belgier verheiratet und so ich bin in Namur geblieben und nie nach Frankreich zurückgekehrt. Hey, dann freue ich mich, deine Stadt zu entdecken mit dir gemeinsam. Ja, genau. Das ist eine kulinarische Stadt und so wir haben viel zu entdecken. Wir spazieren durch die beeindruckende Zitadelle. Unser Weg führt entlang der Festungsmauern quer durch die Jahrhunderte. Wir sind hier auf mittelalterlichen Teil von der Zitadelle Ja. und wir gehen nach Renaissance-Teil. Die Zitadelle, das ist 2000 Jahre Geschichte. 2000 Jahre alt. Genau.
Einst ein militärisches Bollwerk ist die Zitadelle heute vor allem ein Park für die Namurois, die Einwohner Namurs. Und natürlich eine Attraktion für Touristen mit tollem Panorama und einem weit verzweigten Labyrinth aus unterirdischen Gängen. Wir aber wollen runter in die Stadt und nehmen die Seilbahn. Bonjour. Die Seilbahn verbindet die Zitadelle mit der Altstadt von Namur. Oh, das ist ein schöner Ausblick. Valerie arbeitet beim Tourismusbüro der Stadt und erzählt mir, dass nur etwa 6% der Besucher aus Deutschland kommen. Aber wieso eigentlich so wenig, wenn ich mir hier die hübschen Gassen so ansehe? Heißt es Namur oder Namur? Auf Französisch Namur. Namur, hä? Aber für die Deutschen, ich mag Namur sagen, weil Amour ist Liebe. So, das klingt gut. Und du hast ja auch eine Liebe für die Stadt, hä? Genau, ich bin verrückt von Namur und für mich das ist die schönste Stadt der Welt. Inmitten der schönsten Stadt der Welt liegt der Place Marché aux Légumes, der ehemalige Gemüsemarkt. Wir sind hier auf dem ältesten Platz von Namur. Das ist hier, wo die Namurer kommen, um ein Glas zu trinken. Wir gehen nicht langs die Flüsse, wir kommen hier in der Stadt, um zu genießen, zusammen mit Freunden. Ihr sitzt nicht am Wasser, ihr seid immer in der Stadt. Genau, das ist ein Geheimnis. Was übrigens auch noch ein Geheimnis ist, Bonjour. ist Valeries erstes kulinarisches Ziel. Das ist hier mein Lieblingsladen. Aha. Bonjour. Oh, es duftet sehr gut. Das riecht so gut, ja. Man findet viel zu essen und zu genießen. Alles aus der Ardennen. Zum Beispiel Schinken Ardennen ist mein Lieblingste. Le Jambon des Ardennes, c'est du bon. Also dürfen wir etwas probieren? Natürlich. Möchten Sie etwas Schinken probieren? Gerne. Und Käse auch? Sicher. Oh, guck mal. Der ist fumé, hast du gesagt. Das heißt, Ja. er ist geräuchert. Ja. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Et pour toi? C'est magnifique. Ouais. Das Schmeckt schmeckt sehr super. gut. Kräftiger Geschmack. Rauchig. Ja. Nicht so salzig. Sehr köstlich. Sehr, sehr gut. Wir haben auch Trappistenkäse. Ja, der ist sehr berühmt für die Region. Ne? Ja, das ist nicht nur Bier, aber auch Käse. Merci beaucoup. Merci. Ist das Trappistenkäse? Ja, aus der Abtei Orval. Okay. Ouais. Mann, ihr lebt ja hier im Paradies. Ja, genau. Wirklich. Und das ist, warum ich fühle mich so gut in Namur. Du bist wirklich eine Genießerin. Ja. Das waren schon mal ein paar leckere Amuse-Bouche. Ich freue mich schon auf mehr. Ein paar Schritte weiter treffen wir auf zwei Namurer Originale. Joseph und François, der Taubelehrer. Der hört mit seinem Ohr. Ja, er ist taub. Okay. Und hier, das ist François. Er ist fröhlich und auch ein Genießer. Man Ja, sieht es. er mag gerne essen. Und siehst du, das ist die Schnecke. Und François fragt zu Joseph, warum hast du deine Schnecke in einen Käfig gelassen? Du Idiot, mach wie ich. Alte an die Leine und dann du wirst ziehen gezogen. Langsamkeit, das ist typisch aus Namur. Die Schnecke ist der Symbol von der Stadt. Okay. Und das ist eine Art zu leben, seine Zeit zu nehmen und zu genießen. Du kannst auch die Fühler anzupassen. Von der Schnecke? Ja, das gibt Glück.
Das bringt Glück. Ja. Das Glück finden in Namur. Und Schnecke, das ist nicht nur ein Symbol, das ist auch Delikatessen in unserer Region. Okay. Hast du Lust zu probieren? Weiß nicht. Ist es gut? Ja, schmeckt ganz gut. Wirklich? Ja. Ja, dann lass uns probieren. Ja. Gerne. Wenn Sie uns nicht weglaufen vorher. Ja. Ups. Steffen, Mem. Valerie führt uns zu einem Spezialitätenrestaurant, wo es die kleinen Tierchen geben soll. Bonjour. Bonjour. Oh, ist aber schick hier. Ist schön. Bitte. Hier gibt es die besonderen Spezialitäten. Genau. Okay. Das ist die Schnecke. Zuerst für Vorspeise und danach gibt es noch eine Überraschung. Vielleicht kannst du, was man sieht. Da oben hängt ein Schwein. Und was sieht man im ersten auf dem Schwein? Die Schnauze. Ja. Wie? Ja, Spezialität von hier, der Schweinerüssel. Wirklich? Ja. Ihr esst den Schweinerüssel hier? Ja, Dominique ist berühmt, um dieses Platte zu bereiten. Und die Leute kommen von weit, um hier zu essen und Schweinerüssel zu probieren. Okay, crazy. Und das schmeckt ganz gut. Isst du auch mit mir mit? Wir teilen. Wir teilen unsere Schnecken und wir Genau. teilen unseren Schweinerüssel. Alles klar. Merci. C'est le pain. Voilà, oui. Et je vais mettre la bière, la caracole alors. À la caracole alors. Jetzt kommt das Bier. Ja. Okay. Und Caracol, das heißt Schnecke auf Wallonisch. Aha. Wallonisch, wir sprechen Französisch, aber es gibt Dialekt. Dialekt? Genau, und das ist Wallonisch. Ah, Die wow. Schnecke. Oh, jetzt geht's los. Merci. Les escargots à la naméroise. Oh, Et wow. ça mène la bière Sont qui bons. va aller avec. Merci. Das riecht sehr gut. Das riecht sehr gut. Wirklich, ja? Ui. Du Champagne. C'est comme le champagne. Ah oui, oui, voilà. Merci. Est-ce que c'est fort? On fait. Elle est fort bonne. Le fort. Allez, bon appétit et à votre santé. Merci. Merci beaucoup. Ihr habt euer starkes Bier, hä? Das kann man jetzt mal probieren. Santé. Prost. Santé. Wow. Ganz Stark. süß. Süß, aber auch kräftig. Für mich ist süß. Für dich ist süß und normal. Ey, ich bin so kräftig. Man muss wirklich aufpassen. Zum Glück sind wir in Namur und trinken schön langsam. Genau. Wie die Escargots, Ja. wie die Schnecken. Hey, bon appétit. Bon Appetit. Et ce sont les escargots, hein? Das sind hier die Schnecken. Genau. Okay. Bin sehr gespannt. Hey, super. Ganz fein. Ich habe immer gedacht, das schmeckt so ein bisschen nach Fisch oder Meer. Toll. Gute Spezialität. Also dein Pass ist französisch, aber dein Herz ist belgisch. Wallonisch und auch aus Namur. Ich bin in Namur in Liebe gefallen. Die Stadt ist menschlich. Das ist, die Gebäude, die sind nicht zu hoch. Alles ist menschlich gebaut und sehr smart und schick. Und die Namurer. Die Namurer sind Menschen hier. die Menschen. Wir sind tolerant und wir sagen Kompromiss à la Belge. Wir leben zusammen mit verschiedenen Kulturen. Et voilà donc ce fameux gros. Und hier ist der berühmte Schweinerüssel. Voilà. Das ist nicht wahr. Et le petit clin d'œil, c'est la frite dans le. Als Gag haben wir die Nase mit einer Pommes garniert. Ist alles essbar. Bon appétit. Dankeschön. Das ist so ein bisschen eine Challenge jetzt, finde ich. Ja, Das ist eine Herausforderung. man isst nicht das jeden Tag in Namur. Nee? Nee, das ist wirklich eine Spezialität.
Normalerweise so Innereien und so mag ich nicht so gerne. Aber ich probiere es mal. Aber das schmeckt gut. Rüssel mit Soße. Ja. Ja. Es ist weich. Weich. Ja, sehr fettig. Genau. Hat einen sehr kräftigen Geschmack. Nicht jeden Tag in Namur. Aber als Ausnahme, als Spezialität. Es ist auf jeden Fall eine besondere kulinarische Erfahrung. Aber hey, deswegen sind wir ja hier. Hey, ich habe morgen einen Plan. Ich möchte von hier mit dem Fahrrad fahren nach Dinant. Gute Idee. Ja? Du wirst langs Vépion fahren. Du musst absolut eine Halte tun. Es gibt kleine Häuser für Erdbeeren zu kaufen. Die Erdbeeren von Vépion sind die besten. Das sind die besten? Ja. Mit diesen leckeren Aussichten endet unser kulinarischer Streifzug in Namur. Und übrigens, das Bier, das wir zu unserem Rüssel mit Soße trinken, wird in Falmignol in der Nähe von Dinant gebraut. François Tonglet hat die kleine Brauerei 1994 zusammen mit einem Freund übernommen. François ist Autodidakt. Um Bierbrauer zu werden, muss man in ein Glas Bier fallen und darf nie wieder herauskommen. Ich habe mich immer schon sehr für die große Vielfalt an belgischen Bieren interessiert. Sie brauen ihr Bier auf traditionelle Weise, in alten Kupferkesseln über Holzfeuer. Als wir diese Brauerei fanden, sagten wir, hey, hier ist es noch immer so wie vor 100 Jahren. Es wäre schade, sie zu verfälschen und überall Fliesen, Edelstahl und Maschinen zu platzieren. Und dann ist da noch eine gewisse Nostalgie. Sie entschieden sich für echtes Handwerk statt industrieller Massenproduktion. Während manche Menschen Motorbooten den Vorzug geben, sind wir eben echte Segler. Die belgische Braukunst besticht durch ihre beeindruckende Vielfalt mit über 1600 verschiedenen Biersorten. Wenn man die Belgier anhand ihrer Essgewohnheiten charakterisieren müsste, würden wir über Pommes und Bier sprechen. Und vielleicht noch mit einem Stück Schokolade abschließen. Das Bier ist ein großes Symbol der belgischen Kultur. Und zählt sogar zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Am nächsten Tag schwingen wir uns aufs Fahrrad. Wir folgen dem Maasradweg flussaufwärts. Er erstreckt sich über 1000 Kilometer von der Quelle in Frankreich bis zur Mündung in den Niederlanden. Bonjour. Uns reicht heute ein kleines Stück. Die Strecke von Namur nach Dinant sind ungefähr so 30 Kilometer hier entlang der Maas. Und ich glaube, das wird eine richtig schöne Fahrradtour hier durchs Maastal. Herrlich. Unsere Tour führt durch malerische Orte wie Vépion und Profondeville. Vorbei an den Wassergärten von Anvois bis nach Dinant, wo musikalische Entdeckungen auf uns warten. Jetzt bin ich in Vépion und jetzt sehe ich schon die ersten Erdbeerstände, von denen Valerie erzählt hat. Hey, hier ist einer. Da vorne ist auch noch mal einer. Da schlage ich direkt mal zu. Bonjour, Madame. Ich habe gehört, dass es hier die besten Erdbeeren der Welt geben soll. Les meilleurs du monde ici. Absolut. Wirklich? Ja, wirklich. Und warum ist das so? Der Boden von Vépion ist einfach wie geschaffen für Erdbeeren. Okay, merci beaucoup.
Wow, très bon. Die schmecken richtig gut. Schön süß, kräftig im Geschmack. Sie sind schön kalt und das ist bei der Hitze hier auf der Fahrradtour genau das Richtige. Oh, merci, madame. 6 euros, s'il vous plaît, merci. Bonjour. 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 Gerade gesehen, nach Dinan sind es noch 22 Kilometer. Habe ich hier gerade die tollen Erdbeeren im Gepäck. Ich glaube, ich mache genau hier gegenüber von dem Schlösschen mal kurz Pause und gönn mir noch mal einen. Wie es aussieht, sind wir hier nicht alleine. Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous parlez anglais? Yeah. Yes? Nice to meet you. My name is Ramon. My name is Ich heiße Clivio. Ich bin aus Rom, aber ich lebe in Belgien. Ah, du bist aus Rom. Ja, tatsächlich. Possiamo parlare italiano, eh? If you want. Nee, lieber nicht. Mein Italienisch ist nicht besonders Not gut. so good either. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Sprache spreche. Woher sind Sie? Ich bin aus Deutschland. Ich bin zum ersten Mal in den Ardennen und ich habe mir hier in Vépion gerade Erdbeeren gekauft. Wir können teilen, wenn du magst. Nein, danke, mir geht es gut, aber eine gute Wahl. Very good indeed. Und sie sind sehr bekannt, oder? Nicht nur hier, man kennt sie in ganz Belgien. Ich komme aus einem sonnigen Land und kann sagen, dass sie wirklich sehr ordentlich sind. Bedien dich gerne. One if you want. Vielen Dank. So you Du came bist from also Rome? aus Rom hierher gekommen? Ja, 2014 bin ich mit meiner Familie umgezogen. Clivio ist wegen seines Jobs als Luftfahrtingenieur nach Belgien gezogen. Ins Maastal kommt er oft zum Entspannen und zum Radfahren. Unsere Strecke kennt er sehr gut. Even if it is a flat, Selbst wenn die Wege flach sind, ist es nicht so einfach. Es sind 40 Kilometer hin und zurück. so it's Eine nette Herausforderung. nice challenge. Außer man hat ein E-Bike. Unless you have electric bike, I don't know about. Nein, ich habe ein ganz normales. Ich mag's eher sportlich. To be a little bit sporty. You know what? I'm a little bit. Ich schummle ein bisschen. Ich habe zwar ein E-Bike, nutze die Unterstützung, aber nur ein bisschen. That's because of my age. Wegen meines Alters. That's a little bit, not too much. So when Hey, you're wenn du from aus Rom bist, dann bist du ja an schöne Landschaften gewöhnt, oder? Exactly. Genau. Aber ich liebe Belgien wirklich. Die Leute hier sind auch sehr freundlich. Very kind, very. Genau, sehr freundlich und offen. Als hätten sie südländisches Temperament. Es wirkt nicht so, als wäre man hier im Norden von Europa. Wir sind nördlicher als Paris. So you are in the real north, but it's very nice people. But you know what? Weißt du was? Ich schenke dir die Erdbeeren. Vielleicht kannst du sie ja mit nach Hause nehmen und deiner Frau ein paar mitbringen. Yes, yes, And you yes. can it's enjoy with your complicated. family. Yes, but it's a pleasure for me. How kind of you. Have a nice day. See you next You time. too. You Thanks. Bye. Enjoy. Enjoy. Salut. Bonjour. Da sind sie wieder. Diese typisch charakteristischen schroffen Felsen hier in den Ardennen. Sieht ein bisschen so aus wie zu Beginn unserer Reise an der Ourthe hier. Aber wir sind an der Maas. Und hier vorne ist das schöne Städtchen Profonville. Ist richtig herrlich hier. Für alle, die das Maastal zu Fuß erkunden möchten, lohnt es sich, in Profonville zu starten. Wie wir, könnte man einfach am Fluss entlang radeln. Aber besonders reizvoll ist der Höhenweg oberhalb der Maasschleife mit grandiosen Ausblicken. Also 30 Kilometer ist nicht ganz ohne. Ich habe jetzt ungefähr 2/3 geschafft. Es sind noch so 10 Kilometer bis nach Dinan. Und hier kurz vorher wird es noch mal richtig schön. Ganz nah an unserer Route liegen die Wassergärten von Anvois. Wir machen einen kleinen Abstecher zum Verschnaufen.
Die Gärten wurden Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt und laden zum Flanieren ein. Wunderschön und einzigartig in ganz Belgien. Nach ein paar weiteren Kilometern liegt das Ziel unserer Tour vor uns. Wir erreichen Dinant. Boah, krass. Sieht ja mega beeindruckend aus. Fast so ein bisschen wie in einer Märchenkulisse. Hey, ich freue mich jetzt total, Dinant zu erkunden, denn das soll eine ganz besonders musikalische Stadt sein. Die Musikalität prägt das Stadtbild. Überall Saxophone. Kein Wunder, der Erfinder des Instruments, Adolphe Sax, wurde hier geboren. Wir treffen jemanden, der ein echter Könner auf dem Saxophon ist. Bonjour, Alain. Guten Tag. Guten Tag. Es ist eine Ehre für mich, dich zu treffen. C'est un honneur de vous rencontrer. Danke sehr. Weil ich habe gehört, du bist der beste Saxophonist von Belgien. Nein, nein, nein. Nein, ich bin den alten Saxophon von Belgien. Ja, ich bin ein sehr glücklicher Saxophonist von Belgien. Ja? Das ist, ich lebe in Dinant. So, das ist ein Traum für einen Saxophonist. Ja. In der Stadt von Sax zu leben. Ja. Ist er Adolphe Sax, oder? Ja, das ist unser Adolphe Sax. Ja. Und er ist sowas wie das Symbol von dieser Stadt. Absolut, ja, ja. Warum er zum Symbol wurde, zeigt mir Alain im Adolphe Sax Haus. Sax wurde 1814 geboren, als Sohn eines Blasinstrumentenbauers. Er war ein Tüftler und Erfinder, getrieben von einer Idee. Er wollte ein Instrument erfinden, das so kraftvoll klingt wie ein Blas und zugleich so warm und geschmeidig wie ein Streichinstrument. Und es gelang ihm, mit dem nach ihm benannten Saxophon. Ein neuer Klang und eine Revolution. Besonders durch den Jazz erobert das Saxophon die Welt. Au revoir, Adolphe. Au revoir. Alain will uns als nächstes ein Wahrzeichen der Stadt zeigen. Die Stiftskirche Collégiale Notre-Dame. Sie wurde im 13. Jahrhundert im Stil der Maßgotik errichtet. Die Basilika beeindruckt nicht nur architektonisch, sondern auch durch ihre Sakralkunst. Schön. Gleich um die Ecke wartet das imposanteste Kunstwerk der Collégiale, eines der größten Kirchenfenster Europas. Das ist ja toll. Ganz besonders. Es wurde von dem belgischen Glaskünstler Gustave Ladon geschaffen und zeigt Szenen aus dem Leben der heiligen Maria. Wie fast alles in Dinant hat sogar diese Kirche eine Verbindung zum Saxophon. Hier findet das Finale des internationalen Adolphe Sax-Wettbewerbs statt. Ein Ereignis, das alle 4 Jahre die Crème de la Crème der klassischen Saxophonisten nach Dinant bringt. Alain ist einer der Juroren. Ich glaube, die Akustik hier ist sehr gut wahrscheinlich. Ja, die Akustik ist sehr gut. Wir können alles hören. Das ist sehr gut für die Jury. Ja. Das ist nicht gut für den Kandidat, aber für die Jury, ja.
das war wunderschön. Willst du probieren zu spielen Saxophon? Ich wollte mein ganzes Leben lang schon Saxophon spielen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich würde es unheimlich gerne probieren. Das gehen wir jetzt probieren. Ja, wirklich? Ja, wir müssen anfangen nicht mit ganz Saxophon. Wir müssen mit Mundstück. Die Lippen ein bisschen in und Zähne. An die Zähne? Ja. Okay. Und ja. Okay, das nehme ich in die Hand? Ja. Okay. Ein bisschen mehr ja, noch ein bisschen. Abtanden und bravo, erste Mal. So. Ja. Das klingt ein bisschen wie eine Hupe von einem Auto. Ja, aber das ist normal. Wir gehen probieren mit dem Saxophon. Saxophon. Jetzt bin ich gespannt. Hat ja schon mal einigermaßen geklappt hier an dem Mundstück, aber am großen Saxophon Ton rauszukriegen, mal schauen. Okay. Es ist so ein tolles Instrument. So filigran alles, hä? Was es nicht unbedingt einfacher macht. Gleich ist Fingerspitzengefühl gefragt. Okay. Sie einen Klang. Ja. Lippe da? Ja. Oh. Schließen. Okay. Sie blasen. Ja? Ja. Ich spiele. Okay. Ja. Mit Allahs Hilfe klappt es dann ganz gut. So, sehr gut. Ja, sehr gut Student für mich. Ja, Ja, dann komme ich zu dir. zu Dinant. Ja. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Allah. Ja. Merci. Ja. Dinant ist wirklich ein Bilderbuchstädtchen und hat auch jenseits des Saxophons jede Menge zu bieten. Man könnte an der Croisette flanieren oder eine Bootstour auf der Mars machen. Wir aber gehen musikalisch weiter auf Entdeckungstour. Ins Haus der Pataphonie, um in ungewöhnliche Klangwelten einzutauchen. Wow, bonjour Michel. Enchanté. Thank you very much. This place, Yes. the house of Pataphonie. Was ist die Pataphonie? Pataphonie. Okay. Pataphonie ist ein Land der Fantasie, in dem ich mit allem möglichen Musik mache. In this country with everything. Mit allem Möglichen meint Michel vor allem Alltagsgegenstände, die zu ungewöhnlichen Instrumenten werden. Das Haus der Pataphonie ist voll davon. Michel kümmert sich seit über 20 Jahren um die Sammlung. Seine Besucher lädt er dazu ein, sich mit ihm zusammen auf eine Reise zu begeben in die Welt der Klänge. So, let's try something. Lass uns was ausprobieren. Ich spiele ein Beat und du machst die Melodie. Yes. Yepa. Hey man, crazy. It's like a big Das ist ja wie ein großer Spielplatz für Musiker und Soundenthusiasten. Ja, Ja, absolut. Aber man muss kein Musiker sein, um ins Haus der Pataphonie zu kommen. Jeder kann kommen. Ja, absolutely. Wer das gerne möchte, sollte sich aber vorher anmelden.
Let's try. How do you tune? Also by the strength of... Yeah, la longueur. Ah, the longer? Yeah. Okay. Do it. Whoa. This is so cool, man. Ich versuche, Bach zu spielen. Bach. Yeah? You do better than I... Du machst das besser als ich. Yeah. So I will... Wegen dir verliere ich noch meinen Job. Because of you? Das ist so krass, dass die Blumentöpfe Ja. und die Flaschen, die einfach so klingen und wir Bach mal auf einem Klavier, aber eben doch nicht auf dem Klavier spielen können. Das ist total faszinierend. Thank you, Michel. Wer Nervenkitzel sucht, findet ihn direkt bei Dinan. Ein Kletterpark in einem alten Steinbruch. Wow. In schwindelerregender Höhe sind wir mit Daphne unterwegs. Wow, runtergucken ist crazy. Die Schritte werden immer größer. Chez nous, on dit que quand c'est trop facile, c'est pas rigolo. Sie sagt, wenn es zu einfach ist, dann macht es keinen Spaß. Und deswegen haben sie die Holzlatten weggelassen. Alter Latz. Oha. Aber die Aussicht, die ist sehr schön. Ja, unglaublich. Wunderschön. Das da hinten ist die Maas, oder? Genau. Vielleicht können wir hier kurz eine Pause machen. Vielleicht nehmen wir einen Aperitif. Ja, genau. Ein Wein, ein Bier. Ein gutes Bier. Jambon, Fromage. Oha. Daphne. Tu es fou. Combien de mètres? Ici, Oui. en bas, 60. 60 Meter. 60. Ei, da geht 60 Meter runter, Kinder. Da fließt mir hier ganz schön der Angstschweiß unter meinem blauen Hemdchen raus. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber ist cool. On arrive. On arrive. Geiles Gefühl. Mega gutes Gefühl. Merci, Daphne. C'était très cool. Es war sehr cool. Ja, war super. Du hast es geschafft. Ja, ich schwitze aber auch ordentlich. Tu pas? Non, Non. non. Bei mir ist Angstschweiß auf jeden Fall. Boah, war schon krass. Geht da ordentlich tief runter. Das war nur der Anfang, das Leichteste. Das Leichteste. Jetzt kommt der Death Ride. What's the name? Death Ride. Death Ride. Todesritt. Und ist es möglich, das zu überleben? Normalerweise ja. Ah. Adrenalin in den Ardennen. Bist du bereit, Ramon? No. Parce que maintenant, c'est quand tu veux. Wann immer du willst. Seulement viens, hein? Oui. Einfach gehen. Einfach jetzt da in den Abgrund runtergehen. Auf geht's. Ciao. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ja. Jetzt wackelt alles. Boah, das hat Spaß gemacht. Wow. Wow. Beim nächsten Mal machst du es auch so. Wow, super cool. Aber das war immer noch nicht alles. Der Endgegner wartet noch und wir sind auf dem Weg dorthin. Du bist sehr heimatverbunden, Daphne, oder? Oui, j'aime beaucoup la région. Ja, ich mag die Gegend hier sehr. Mein Herz schlägt für sie.
Warum ist das so? Ich liebe die Natur. Ich mag die schönen Aussichten, die schönen Felsen mit den Flüssen, das Wasser. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Ah, wirklich? Ja, wirklich. Das heißt, du bleibst hier? Ja, ich bleibe. Für den Rest deines Lebens? Fürs ganze Leben. Okay. Du wirkst auf mich wie jemand, die nach Adrenalin sucht. Ja, ich mag es sehr, wenn ich fühle, dass mein Herz schlägt. Natur und Adrenalin. Hm? Ja, und Adrenalin. Und weshalb liebst du den Nervenkitzel so? Wenn ich persönlich etwas Verrücktes tue, sage ich mir manchmal, dass es Wahnsinn ist. Und dann sage ich mir, ich liebe es, ich liebe es. Und es sind bleibende Erinnerungen. Dann ist das ja hier der perfekte Ort für dich, oder? Ganz genau. Und dann kommt er, der Endgegner, der Sprung in den Abgrund. Donc, bienvenue à toi. Okay. You will survive. Okay. I need to keep my job. I will survive. Ah, he needs to keep his job. Klar, er muss seinen Job behalten. Okay, ready? I don't know. I just have to say Ich sag nur noch kurz auf Wiedersehen zu Daphne, ja? Hey, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Merci. Danke, dass du mitgemacht hast und für deine gute Laune. Und ich bin mir sicher, dass du alles schaffen wirst. Danke. Bis gleich. Also, hoffe ich. Ich glaube daran. Oh. And now you can lean forward all the way. Okay, perfect. And you stay like that for a minute. Das ist so krass gegen den Instinkt, hier runter zu schauen. Ich habe mein Leben lang immer gedacht, ich will unbedingt mal Bungee-Jumping machen. Und jetzt stehe ich hier und es fühlt sich total falsch an. Mein Herz pumpt unheimlich krass. So right hand on the ropes. Oh man. Hold both ropes. Oh. Yes. Trust me, Ramon. Trust me. Okay, I will try to trust you. Yes? Okay. I will count down from 3 to 1. Yes. And on 1 you jump. Vielleicht sehen Sie es mir an. Ich habe Todesangst gerade. Das war ja davor alles Pillepalle, ey. Das hier ist der Real Deal. 3, 2, 1, jump! Go! Oh, yes! Oh mein Gott! Oh, ist das crazy! Alter Schwede! Was ist das denn für ein Gefühl? Jetzt geht's. Das Schwingen jetzt, das geht gut. Aber der erste Moment beim Runterfallen. Ei. Sowas habe ich noch nie gespürt. Das ist ja vollkommen irre. Ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, das zu machen. Weil am Anfang habe ich gedacht, das war's jetzt. Ei, was ein Adventure. Eine Aventure dans les Ardennes. Vraiment. Oh Gott. Am nächsten Morgen verlassen wir Dinant und brechen in Richtung Süden auf. Jetzt geht's ab in die französischen Ardennen und darauf freue ich mich ganz besonders, denn ich glaube, auf mich wartet da jetzt eine ganz besondere Zeitreise. Unsere Route führt von Dinant durch das Tal der Semois. Auch ein Abstecher ins Kloster Orval lohnt sich. Unser Ziel ist Sedan im französischen Departement Ardennes. Nach einer knappen Stunde erreichen wir die Semois. Sie durchfließt das Grenzgebiet zwischen Belgien und Frankreich. Ihr Tal wurde 2022 zum Nationalpark erklärt.
Eine beeindruckende Flusslandschaft mit atemberaubenden Aussichtspunkten. Wie der Blick auf das kleine Dorf Franc-en. Ein paar Kilometer weiter flussaufwärts befindet sich das sagenumwobene Grab des Riesen. Ein keltischer Krieger von gigantischem Wuchs soll hier begraben liegen. Am Rande des Semois-Nationalparks liegt inmitten eines idyllischen Tals das Trappistenkloster Orval. Die Abtei blickt auf eine 900-jährige Geschichte zurück. Noch leben 7 Mönche in dieser Ordensgemeinschaft. Orval ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in den Ardennen. Doch viele kommen nicht nur wegen der eindrucksvollen Ruinen, sondern wollen ein besonderes Bier probieren. Das berühmte Trappistenbier. Es wird innerhalb der Klostermauern gebraut und ist eine Tradition, die von den Mönchen lebendig gehalten wird. Ich bin jetzt in Sedan. Das ist ein kleines Städtchen, aber mit großer Geschichte. Und ganz besonders berühmt ist die Stadt für ihre Festungen. Das Château Fort Sedan ist eine der größten Festungsanlagen Europas. Im Jahr 1424 errichtet, wurde es im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgebaut. Sedans strategische Lage am Rand der Ardennen weckte Begehrlichkeiten. Und das nicht nur im Mittelalter. Gerade in der späteren deutsch-französischen Geschichte spielt die Stadt eine wichtige Rolle. Die Franzosen wählten das Château 2023 zu ihrem Lieblingsdenkmal, was sicher auch an dem großen Mittelalterfest liegt, das hier jedes Jahr stattfindet. Wir sind mit Gautier verabredet, einem Artisten, der mit seiner Truppe auf dem Fest auftreten wird. Bonjour les deux. Hey. Bonjour. Bonjour. C'est Ramon. Eveline. Eveline, enchanté. Gautier. Gautier, enchanté. Du bist sehr groß. Und du sehr klein. Ihr bereitet euch hier auf das Mittelalterfest vor, hm? So ist es. Okay. Aha, und deshalb auch die Stelzen? Die Stelzen sind Zirkusutensilien und wurden sogar schon vor dem Mittelalter verwendet. Ah, für die Kinder. Auch für große Kinder. Okay, kann ich sie auch mal ausprobieren? Ja, probieren wir es. Okay, cool. Dann probieren wir mal Stelzenlaufen aus, ne? Okay. Wir ziehen dir die Hose an. Okay. Hier jagt ein Abenteuer das andere in den Ardennen. Wow. Okay, kommst du? Ich stabilisiere dich. Okay. Okay. Là, reste dans le champ. Merci beaucoup. Wow, okay. Voilà. Die Füße anheben. Les pieds comme ça. Okay. Ok. Voilà. Soll ich mich um dich drehen? Oui. Allez, peut-être. Ja, vielleicht. Muss man nur irgendwie entspannt dabei aussehen. Okay. Super cool. Franchement, bravo. Das ist ein Vertrauensbeweis. C'est bon? Merci, mes amis. Ok. Merci. Bravo en tout cas. Merci, bravo à vous. Gautier, warum fasziniert dich das Mittelalter? Schon allein, weil ich aus den Ardennen komme. Ich wurde direkt neben der Burg von Sedan geboren und wir gingen immer zum Mittelalterfest. Dort sah ich zum ersten Mal Künstler, die Feuer spuckten, Shows veranstalteten. Und das hat mich dazu inspiriert, es selbst einmal auszuprobieren. Eine kleine Anekdote. Als wir noch ganz klein waren und zur Schule gingen, sind wir in die unterirdischen Gänge der Burg gekrochen und haben sie erkundet. Verratet das aber niemandem, weil eigentlich sind sie verschlossen. So kamen das Mittelalter und die Burg von Sedan ganz natürlich zu mir. Oh wow.
Aha, also normalerweise ist das nicht erlaubt. Nein, aber es gibt eine Verjährungsfrist. Es ist lange her. Ich freue mich riesig auf das Fest. Ich brauche einen Assistenten für meine Show. Um was zu tun? Nichts mit Stelzen. Keine Stelzen. Nein. Gut. Ich habe eine kleine Überraschung. Ich verrate es dir jetzt nicht. Okay, aber es könnte ein bisschen brennen. Brennen? Ja, okay, sind wir gespannt. Es brennt am Wochenende. Wir kommen auf ein Thema zu sprechen, das uns auf dieser Reise begleitet. Es ist das Verhältnis zu uns Deutschen angesichts einer von Kriegen geprägten Vergangenheit. Welches Bild hast du von uns Deutschen? Ich glaube, die Vergangenheit ist etwas, das nicht aus unserer Erinnerung gelöscht ist, aber aus unserem Denken. Die Generationen haben sich weiterentwickert und wir empfinden gegenüber euch keinen Groll mehr. Warst du schon mal in La Ferté? Ja, La Ferté-sur-Cher. Ja, die historischen Ereignisse haben Spuren in der Landschaft hinterlassen, mit der noch immer vorhandenen Maginot-Linie und den vielen Festungen im gesamten Departement. Ich möchte gerne dorthin gehen. Was glaubst du, was erwartet mich dort? Du wirst diese Gebäude sehen, die aus den Hügeln herausragen. Es herrscht eine ziemlich besondere Atmosphäre, wenn man weiß, was damals passiert ist. Im Laufe der Geschichte war Sedan immer wieder Schauplatz blutiger Kämpfe. Vor allem die beiden Weltkriege hinterließen ihre Spuren. Wer in die Ardennen reist, wird zwangsläufig auch mit der deutschen Vergangenheit konfrontiert. In der gesamten Region erinnern viele Museen und Gedenkstätten an dieses historische Erbe. Einer dieser Orte ist die Ouvrage La Ferté in der Nähe von Sedan. Wir treffen Roger Schmidt, einen Deutschen. Er lebt seit 15 Jahren in der Region und hat sich intensiv mit La Ferté beschäftigt. Für mich wirkt das hier wie eine unheimlich friedliche Landschaft, aber das war ja ein Schauplatz blutiger Kämpfe, oder? Heute sieht das alles sehr friedlich aus, aber über die letzten Jahrhunderte gab es praktisch ständig Kämpfe und Kriege zwischen Deutschen, Franzosen, zwischen Protestanten und Katholiken. Ja, dieses Gebiet ist seit 500 Jahren umkämpft. Und deswegen ist die Geschichte ein wichtiger Bestandteil der Ardennen, der Identität der Ardennen. Nach dem Ersten Weltkrieg errichtete Frankreich ein Verteidigungssystem entlang seiner Ostgrenze, von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Die sogenannte Maginot-Linie bestand aus zahlreichen Bunkern und Festungen, wie die Ouvrage La Ferté. Damit sollten Angriffe aus den Nachbarländern, insbesondere aus Deutschland, abgewehrt werden. Dann brach der Zweite Weltkrieg aus. Im Frühjahr 1940 begann die deutsche Westoffensive. Im Mai überschritt die Wehrmacht die Maas bei Sedan. Am 15. Mai morgens sind die ersten Deutschen vor dem Dorf von Villy. Das ist das Dorf, was du hier unten im Tal siehst. Die Deutschen entscheiden, das Werk anzugreifen. Man kann die Spuren immer noch sehen an den Panzerkuppeln. Sind das Einschusslöcher davon? Genau. Während des Angriffs feuern die Deutschen mit Artillerie direkt auf die Beobachtungskuppel. Sie haben einen Glückstreffer. Ein Geschoss prallt ab vom Beton und trifft die Schatte. Und das genau hier. Und das tötet die 3 Soldaten der Besatzung dieser Glocke. Und das ist ein wichtiger Punkt in der Geschichte des Falls des Werkes, dass der Block während des Angriffs blind ist, weil die Beobachtungskuppel ausgeschaltet ist. In unseren Besuchen kann man den Spuren des Angriffes folgen, um zu verstehen, was hier 1940 passiert ist. Die Anlage besteht aus 2 Blöcken, die über 200 Meter voneinander entfernt liegen. Wir wechseln die Perspektive
und folgen den Spuren nach innen. Zu deiner rechten Seite ist das Büro des Blockkommandanten. Wir kommen in den Vorraum der Panzerkuppel, die wir gerade vorhin gesehen haben. Und das sind wahrscheinlich die Betten der Soldaten, Genau, ne? ja. Die Besatzung arbeitet in einem Dreischichtbetrieb und die wechseln sich in den Betten ab. Das ist eine ganz kühle Atmosphäre, ein bisschen feucht in der Luft, ne? Ja, wir haben über uns mindestens 2,5 Meter Beton. Und natürlich war das Klima hier drin sehr feucht, sehr kalt. Ja, wir kommen jetzt zu der Beobachtungsglocke, die wir gerade von außen gesehen haben. Genau, das war genau hier. Geh ruhig rein, schau dir das an. Ja, du bist unter der Kuppel. In der Öffnung auf der rechten Seite ist dort, wo der Direkttreffer, Artillerietreffer war. Das tötet die 2 Soldaten auf der Plattform. Die Plattform wird zerstört, fällt auf den dritten. Das sind die ersten 3 Soldaten, die während des Angriffs auf das Werk umkommen. Während des Angriffes werfen die Deutschen Explosivstoffe, Handgranaten, Nebelkerzen nach innen. Die explodieren am Boden der Glocke, entzünden Munition, die unter den Glocken gelagert ist 1940, setzt die Matratzen auf den Betten in Flammen und hier brennt alles. Die Besatzung zieht sich in den unterirdischen Verbindungstunnel zurück. 2 Stunden später passiert genau dasselbe im Block 1. Beide oberen Etagen der Blöcke brennen und die Soldaten sind im unterirdischen Verbindungstunnel und ersticken, weil keine Luft mehr reinkommt. Wir gehen jetzt unter die Hauptwaffe des Werkes, ein Drehversenkturm für 2 Kombinationswaffen, Panzerabwehrkanonen und Maschinengewehre. Oh, krass. Wow. Das ist alles noch original. Das ist alles original. Ja, wir sind auf der mittleren Etage des Turmes. Du bist nahe der Position des Turmkommandanten. Der stand auf dieser kleinen Plattform. Und der gesamte Turm über dem Hebel konnte sich drehen. Und der Kommandant, der Turmkommandant, würde mit seiner Plattform mit sich mitdrehen. Warum kennst du dich so gut aus hier, Roger? Ich mache seit 15 Jahren Führungen hier und habe mir viel Wissen angelesen. Ich habe zusammen mit einem Freund ein umfassendes Buch über La Ferté geschrieben. Und das heißt, man muss sich da wirklich mit der Materie beschäftigen. Aber es ist schon spannend, dass du als Deutscher hier die Führungen anbietest, finde ich. Der Gedanke, dass Geschichte irgendwas mit Nationalität zu tun hat, halte ich für falsch. Was hier passiert ist, ist eine menschliche Tragödie. Und es ist nicht wichtig, ob es Franzosen oder Deutsche waren. Es war eine Tragödie. Und das ist meine Sicht der Geschichte. Und die haben auch sehr viele Besucher, die auf den Spuren ihrer Großväter hier sind. Die zum Beispiel auf den Soldatenfriedhof nach Sedan gehen und dann hierher zu uns kommen. Und das ist ein Teil unserer Rolle, zu erklären, was hier passiert ist, damit vor allem das nicht vergessen wird. Ja, weil Geschichte ist zwar passiert, hat aber immer Auswirkungen auf die Realität. Okay. Ich steige hoch, nehme Griff auf der Kombinationswaffe, die dir gegenüber liegt, und dann kannst du dich hochziehen. An der Waffe? Genau. Oh, wow. Okay. Du musst dir vorstellen, die Waffen waren hier installiert unterm Dach. Der Schütze sitzt unter der Waffe, hat sein Zielvisier, kann zielen und die Waffen feuern. Während des Angriffes sprengen die Deutschen die rechte Öffnung des Turmes. Die platzieren eine 6 Kilo Explosivladung. Die Explosion reißt die Waffe aus der Halterung, reißt die Halterung der Waffe ab. Und das ist die Waffe, die gesprengt wurde, die du hier siehst. Ja, und
Der Turm ist neutralisiert. Es hat was Faszinierendes und es hat gleichzeitig was unheimlich Grausames. Ne? Natürlich, die Geschichte ist, hier sind 105 Leute gestorben, aber beim Besuch des Werkes kannst du spüren, was hier passiert ist. Und das gibt ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du jetzt zum Beispiel in ein Militärmuseum gehst und siehst Hunderte von Gewehren. Hier geht es tatsächlich um Soldaten. Hier geht es tatsächlich darum, dass hier Leute gestorben sind. Das ist das Interessante, was man in La Ferté entdecken kann, was du in nur sehr wenigen Orten in Frankreich oder sogar weltweit siehst. Zum Runtergehen, in die Knie gehen, die Leiter suchen, festhalten an der Kombinationswaffe, so lang wie möglich, so spät wie möglich umgreifen. Festhalten an der Kombinationswaffe ist ein Satz, den habe ich so noch nie gehört. Ja, und während des Angriffs auf das Werk, am 18. Mai abends, brennt die obere Etage. Die Besatzung verlässt in Panik den Block und sucht Schutz im Verbindungstunnel. Wir sind jetzt in der Galerie in Richtung Block 1, 275 Meter lang. Wir sind mindestens 25 Meter unter der Erde. Es ist spürbar kälter hier unten, ne? Ja. Ja, wir schauen mal hier rein. Hier ist der Zugang der Telefonkabel. Die beiden oberen Etagen der Blocks brennen. Die gesamte Besatzung hat Schutz gesucht im Verbindungstunnel. Und von hier ist die letzte Nachricht aus dem Werk. Am 19. Mai morgens, 5:39 Uhr, das Werk Le Chenois, das benachbarte Artilleriewerk, ruft hier an, um ein Update zu bekommen über den Status des Werkes. Adjutant Sailly nimmt das Telefongespräch an, hustend nach Luft dringend, sagt, wir können nicht mehr atmen, wir versuchen rauszukommen. Das ist die letzte Nachricht aus dem Werk von La Ferté, 19. Mai morgens, 5:39 Uhr, gesendet von hier. Wenn du das so erzählst, berührt mich das schon sehr, muss ich sagen. Was ging dir durch den Kopf, als du davon das erste Mal erfahren hast, von diesem Funkspruch und dann an diesem Ort warst? Bei jedem Besuch, den ich hier mache, und ich mache seit 15 Jahren Besuche, ist das ein emotionales Erlebnis. Und ich versuche, das mit meinen Besuchern zu teilen. Die Atmosphäre, die wird hier so unmittelbar spürbar. Ja. Und ich zeige dir gleich noch ein Foto, das das veranschaulicht. Ja, wir gehen jetzt hier links rein in den Verbandsraum. Und hier auf der Seite siehst du ein deutsches Bild, das die Deutschen aufgenommen haben, als sie in die Galerie abgestiegen sind. Ja, du siehst hier die Körper. Das Foto, das du gerade gesehen hast, wurde genau an diesem Ort aufgenommen. Und was lernen wir daraus? Krieg bedeutet Tod. Was wünschst du dir, was die Besucher mitnehmen, wenn sie hier waren? Verständnis für das, was in Kriegen passiert. Ja, in unserer Gesellschaft. Wir haben viele Jahrzehnte im Frieden gelebt und wir haben vergessen, was es ist, Krieg zu erleben. La Ferté vermag genau das. Mit Spuren, die weit in die Vergangenheit führen und trotzdem den Schrecken des Krieges heraufbeschwören, ihn unheimlich präsent machen. Die Brutalität ist immer noch spürbar. Eine wirklich beeindruckende Zeitreise.
Wir springen zurück in die Gegenwart, nach Charleville-Mézières. Die Stadt gilt als Welthauptstadt des Puppentheaters. Sie wurde 1606 von Herzog Charles I. gegründet und nach einem streng symmetrischen Grundriss angelegt. In ihrem Zentrum liegt der prachtvolle Place du Cal. So what time are they coming? I don't know. Are they coming from this way? This direction? This direction? Or from this Bonjour, Nages. Bonjour! Oh, bonjour! Seid ihr die Deutschen? Ja, Ich bin Le Beau. Le Beau. Ich bin Ramon. Entschuldige, er drängt sich immer vor. Stört mich nicht, wenn du auch was sagst. Danke, ich bin Nages. Entschuldige, ich kann dir leider nicht die Hand geben. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Aber wen gucke ich an? Schaue ich zu dir oder zu dir? Ich bin Le Beau, was der Schöne bedeutet. Also schau ruhig zu mir und ab und zu kannst du auch zu ihr schauen. Da habe ich nichts gegen. Okay, I will try to talk to you. Auf Puppenspieler wie Narges übt Charleville eine magische Anziehungskraft aus. Einer der Gründe, und vielleicht sogar der wichtigste, das größte Puppentheaterfestival der Welt. Das Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes findet alle 2 Jahre statt. Immer im September. Eine Woche lang verwandelt sich dann ganz Charleville in eine große Bühne für Puppenspieler aus aller Welt. Über 150.000 Besucher strömen in die Stadt, um sich die mehr als 400 Aufführungen anzusehen. Hey, und wenn das Festival ist, dann kommen deine Brüder, deine Schwestern. Meine Cousins, meine Freunde, die ganze Familie, all die Puppen und Puppenspieler. Nice. Le Beau hat ein persönliches Anliegen. Er möchte uns seinen Geburtsort zeigen, die Nationale Hochschule für Marionettenkunst. Here we go. Hello, open. Yay. C'est magique. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le Me monde. voilà. Hier werden Puppen gebaut Look, now we're going to see something interesting. und ihre Spieler ausgebildet. 3 Jahre lang lernen die Studenten, den unterschiedlichsten Puppen Leben einzuhauchen. They're all playing. Was hier so spielerisch und poetisch wirkt, dürfen wir jetzt selbst ausprobieren. Bonjour Luana. Bonjour. Je m'appelle Ramon. Je m'appelle Pruny. Ah, Pruny. Ja. Bonjour Pruny. Comment ça va? Oh bah, ça va super. Et toi? Ça va très bien. Schon mal eine Puppe animiert? Ich würde es sehr gerne mal ausprobieren. Passe tes jambes là. Die Beine muss man da reinstecken. Mit der linken Hand. Hier 4 Finger hoch, einmal ganz durch, fertig. Bonjour, messieurs, dames. Oui? Wir dürfen dich nicht sehen. Ah, okay. Bonjour dans les Ardennes, messieurs, dames, et bienvenue à Wunderschön. Das ist eine sehr spezielle Puppe. sehr speziell. Pourquoi je suis très spécifique? Weil es eine der wenigen Puppen ist, bei denen der Körper des Spielers zum Einsatz kommt. Normalerweise verschwindet man als Spieler völlig. Hier bist du teilweise selbst Teil des Spiels. Okay. Ein bisschen wie Schauspielen. Genau, wie Schauspielen, aber nicht mit dem ganzen Körper, sondern nur mit einem Teil. Dem oberen Teil. Okay. Genau. Es dauert bestimmt sehr lange, das zu lernen, oder? Ja, weil du deinen Körper aufteilen musst. Du musst verstehen, dass der obere Teil nicht existiert, sondern nur der untere. Yes. Die Welt der Puppen. Faszinierend und vielfältig. Genauso wie die Techniken, mit denen sie gespielt werden.
Pour moi, it's like Elvis. It looks like Elvis. One for the money, two for the show. No, 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 don't you step on my blue suede shoe. Oh, da ist eine Kamera. Ich dachte, ich war verschwunden. Das ist ganz schön anstrengend. Vor allem der Figur wirklich einen Charakter zu geben und darüber nachzudenken, was so die Persönlichkeit der Figur ist. Da muss man sich, glaube ich, lange, lange reingewöhnen. 3 Jahre Ausbildung, das macht schon Sinn. Alors, au revoir. Wir kehren zurück nach Sedan, aufs Mittelalterfest. Uns erwartet eine ausgelassene Feier mit viel Musik und schrägen Kostümen. Das Motto in diesem Jahr: Kreaturen und Legenden. Wir treffen auch einen alten Bekannten wieder. Wow. Gauthier, ça va? Ça va et toi? Oui. Ça va très bien. Ça va, ça va. Je suis très heureux. Ich bin aufgeregt, weil du gesagt hast, dass es heute brennen wird. Ja, das stimmt. Gauthier braucht gleich einen Assistenten bei irgendwas mit Feuer. Noch ist davon aber nichts zu sehen. Und dann ist es soweit. Also, mein Freund, Ramon, bitte lass es richtig krachen. Komm schon. Bonjour, bonjour. Wir machen eine Probe. Okay. Einen kleinen Wurftest. Okay. Okay, super. Okay, super. Okay, super. Ein Applaus für Ramon. Die Generalprobe lief schon mal super. Merci beaucoup. Jetzt wird's ernst. Ja. Wir werfen nur eine. Und wenn ich sie fangen kann, nehme ich alle 3. Du bist dir sicher, oder? Ja, sehr sicher. Okay, Ramon, die erste. Oh mon Dieu. Deux. Oh. Trois. Okay. Entschuldigung. Noch einmal? Nur zu, noch einmal. Trois. Ich dachte kurz, jetzt fängt das Feuer. Oh Mann. Gucken wir uns lieber seine Show an. Er kann das besser als ich. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Von Gauthier, von dem Fest und auch von den Ardennen. Ich bin mega beeindruckt von der Region hier und von diesen tollen Menschen, denen ich hier begegnen durfte. Ich meine, mir war am Anfang der Reise gar nicht ganz klar, wie mir hier als deutscher Tourist begegnet wird, gerade wegen der Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier sehr willkommen, um die Natur zu entdecken, um wilde Abenteuer zu erleben, um zu genießen und auch um mal kleine Zeitreisen zu machen, wie diese hier. Merci bien, les Ardennes et à la prochaine. Ich meine, klar, ist ja auch nur ein Katzensprung entfernt von uns, oder?